So, Judy. Also mein Plan, lächerlich reich zu werden, hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe auch nicht genug... Was brauchte ich gleich nochmal? Ich sehe gerade übrigens, ich könnte Konzeptbildung lächerlich hochleveln, ne? Und visuelles Kalkül... Warum kann ich die jetzt alle eigentlich so hochleveln? Was habe ich getan, dass ich die jetzt so hoch machen kann? Das war noch vorher nur... Habe ich irgendwelche Drogen genommen? Oder ist das so ein Gedanke? Ohne Witz, warum kann ich die Dinger jetzt auf 7 steigern? Das war vorher auf jeden Fall nicht zweireich. Ja, oder wahrscheinlich Suggestion, ja, Autorität, Empathie, ne, was ist denn hier? Ich kann ja einfach gucken, was... Nee, ich weiß nicht... Gewalttätig, ne? Das war... Welcher Skillcheck war denn das? Das war Konzeptbildung, ne? Na gut, wir können jetzt also auf dem Yachthafen quasi unendliches Geld rausbringen. Wir müssten ihnen nur ein Businesskonzept vorlegen. Welcome back, gentlemen. What can I do for you? Dies ist eine rote Wirbelprobe. Sie kann nicht wiederholt werden. Ah! Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das... Also ich könnte das natürlich safe scummen. Aber das Problem ist, dass ich glaube ich auch nichts habe, um meine Konzeptbildung tatsächlich so weit hochzubringen, dass sich hier irgendwie das einen Unterschied macht, oder? Ja, ich kann nur meine normalen Klamotten anziehen. Was machen die anderen Handschuhe? Weil die machen Zwielicht hoch und ansonsten? Mir fällt gerade auf, dass ich da oben noch viel mehr Gegenstände habe. Ich habe da vorhin nach einem Skillcheck gesucht und habe nur die Hälfte meiner Sachen durchgeguckt. Ja, aber gerade so Konzeptbildung ist, glaube ich, nicht so das Suggestion. Ja, nee. Elektrochemie. Ich weiß nicht, ob ich mehr Elektrochemie tatsächlich haben möchte, aber ich habe sowieso keine anderen Handschuhe, außer die Fallenhandschuhe. Nee. Also wenn wir nicht gerade noch über ein schönes Businessprinzip fallen, wird es, glaube ich... Weil dies ist eine rote Würfelprobe. Wir müssten halt bloß in der Nähe von ihm stehen, um irgendwas mit Geld zu machen. Denn die reine Nähe bringt mich in den Geldhorizont. Das ist schön. Das ist aber auch irgendwie ein schönes Feature, ne? So, gut, den können wir bei Evrart erstmal abgeben, hier die Quest. Wir haben sein komisches Dings gemacht. Oh, was machen die noch? Das ist keine Angel, oder? Das ist... Was ist das denn? Na gut. Komischer dicker Mann. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Ach, jetzt muss ich nochmal sitzen. Wusstest du schon, dass draußen eine ultrareiche einen Lichtbrecher findet? Mega rich lightbending guy? Oh my god. How did that get in there? Wie ist der da reingekommen? Abschauen, wie er ist. Hier durch die Ritzen reingesickert. Er muss in den Container gewesen sein, als jemand zufällig gerade die Tür geschlossen hat. Er ist so reich, dass er sich überall Zugang verschaffen könnte. Damn it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich lightbending guys. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mir nicht glaubt. Er sollte doch, alle Container sollten doch für ultrareiche Lichtbrecher zu sein. Innovative Menschen hält nichts auf. Ich glaube, er will das Proletariat vernichten. Kim, sagen Sie ihm, dass er da war. Innovativen Menschen hält nichts auf. Honestly, Harry, we might be moving all kinds of suspicious things through this harbor, but I won't be caught transporting the light-bending mega-rich. I have a reputation to protect. Sie wird nicht dabei erwischt, wenn die Ultrareichen transportieren. Ja, und Sie sind doch ein Sozialist. Ultrareiche sind auch nur Menschen. Das war ein netter Typ, hat mir ein paar Aktientipps gegeben. Ja, der Transport von ultrareichen Leuten soll besser reguliert werden. Ich hatte den Eindruck, dass der Transport nicht ungefährlich war. Sie sollten sich geehrt fühlen, dass dieser Magus sich hier aufgehalten hat. Er war zum Teil revatschuler Abstammung und hat seine Vermögen mit Hilfe der mysteriösen Banden der Nationalidentität angehäuft. Hat er? Ja, und Sie sind doch Sozialist. You're right, Harry. I am a socialist. I'm going to catch the mega-rich guy inside the container and harvest his energy to power the harbor's fog lights. Aber habe ich immer nicht das Gefühl, dass er mir glaubt. Aber hey, ich habe 5 Punkte rausgekriegt. I shudder to think what you're going to tell me next, Harry. Schlimm, wenn man nicht ernst genommen Not wird. for one second did he believe there's an actual mega-rich person somewhere in his container town.
Das hat sich herausgestellt, dass es ein alkoholisches Gebräu ist. Ich habe es noch stärker gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das tatsächlich zu erzählen. I don't know what that means, Harry, but I love it. I love your initiative. Knowing you're out there keeping things running lets me focus on the big picture stuff. Das ist so ein absolut abweisender Spruch, wie ich noch niemals gelesen habe. Zu wissen, dass du da draußen bist, gib mir das Vertrauen, dass ich mich darauf konzentrieren kann, dass hier drinnen alles läuft, ich mich um die großen Dinge kümmern kann. Wow, Alter. Don't even tell me what was going on. Alcoholic brew, stronger, stopped it, strike. I'm just gonna let you surprise me, Harry. Ja, okay, super toll. Ja, ich habe deine komische Tür geöffnet. Kriegen wir jetzt mehr Infos? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Natürlich bin ich reingegangen. Ich bin Ermittler. Was He's erwartest du? trying to figure out if you're lying. Ich möchte wissen, ob ihr lügt. Es ist möglich, dass ich in der Wohnung war und eine Sammlung rassistischer Tassen gesehen habe. Ich war in der Wohnung. Der Schnüffel hat die Flagge des alten Reverschlosses an der Wand hängen. Wir haben abgemacht, dass ich nicht reingehe, also bin ich nicht reingegangen. Es ist möglich, dass ich in der Wohnung war und ich sage, es ist möglich. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. Pissing on Evrart's Rainbow Coalition. Was? Er pisst auf Evrarts Regenbogenkoalition? Bitte was? He was testing you, and you succeeded. Ja, danke, liebe Schauspielkunst, aber das wusste ich schon vorher. Das hätten wir tatsächlich auch ohne Schauspielkunst ersehen können, ne? Ich meine, er hat ja mehr oder weniger zugegeben, dass er uns die ganze Zeit beobachtet. Wie wahrscheinlich ist es, dass er uns jetzt in diesem einen Moment, wenn ich da einbreche, uns nicht beobachtet, ne? Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Jetzt kommt er mit irgendeinem tollen Sales-Pitch wieder. Verzeiht mal die Arme hochkrempeln, wir werden jetzt hier echte Polizeiarbeit machen. Ich habe gehört, dass es zwischen dem Lynchmord und dem Streik eine Verbindung gibt. Ich möchte gerne wissen, was Sie da wohl wissen. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flat caps. Flat Caps? Also Top Hats und Flat Hats. Ist Schiebermütze wirklich mit Flat Hat übersetzt? Also ich kenne nur noch Flat Hat Schrauben, aber Flat Hat. Okay, tatsächlich. Ein Flat Hat ist wirklich eine Schiebermütze. Also explizit. Das Schöne ist auch, dass das so wie das dritte Bild, was ich bei Google sehe, ist irgendein Typ in Anzug und Weste, der so ein Flat Hat trägt. Ah, yes. Also eine aggressive Maßnahme der Zylinderträger gegen uns Schiebemützeträger. Ja, gut, super. Ich halte übrigens so eine Schiebermütze für ein super Stück Verkleidung, aber ich würde, glaube ich, niemals unironisch rausgehen, eine tragen. Also irgendwie auf einer Party oder so, und einfach um das zu benutzen als Modax-War, okay. Aber sonst? Wer trägt unironisch Schiebermütze? Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Es ist ein bisschen nervig, dass er uns jedes Mal mit unseren Namen anredet, weil er irgendwie glaubt, dass er damit irgendeinen Effekt erreichen kann. Das ist, also er meint, dass der Streik natürlich, dass es absolut nur von Wild Pines ausgeht und dass diese aggressiven, bewaffneten Söldner sind schuld an allem. You mean our victim? Unser Opfer. A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Das ist natürlich auch ein schönes Spin, die Alternative. Also, sie sind friedlich protestieren und dann kommt da so ein komischer Schläger und möchte mit Maschinengewehrfeuer niedermähen. Mal davon abgesehen, dass Kim uns erzählt, dass Maschinengewehre gar nicht mehr legal sind. Die hat gar keiner. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. Ah, schade, dass meine 9mm Pistole noch nicht fertig ist. I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Sadamaritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Die, bitte was? Die Senorita Pineapple? Ist übrigens sehr komisch, dass im Englischen die Ananas so komisch heißt, also Pineapple. Ich meine, im Portugiesischen heißt es Abacaxi. Das ist ähnlich, ein bisschen komisch, aber nicht so seltsam wie Pineapple. Meine, was? Warum denn Pineapple? Eine Pinie sieht auch irgendwie anders aus. Also sie haben kleine Kinder umgebracht. Also ich nehme an, das ist jetzt hier eine Referenz zu den Bananentypens. Conchita? Nee, wie heißen die denn?
Ja, auf jeden Fall hat das CIA schon, so sagt man sich, im Auftrag für... Oh, wie heißen die denn? Nicht Conchita. Wie heißen die verdammten Bananenhersteller? Auf jeden Fall wurden angeblich in Südamerika schon ganze Regierungen gestürzt, nur weil die Bananenpreise so hoch waren und das ja gar nicht geht, dass die Arbeiterklasse da aufbegehrt. Darauf bezieht sich das, glaube ich. Saramiriza. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, ist den Dorfelefanten umzubringen. Ist er der Dorfelefant in diesem Ding hier? Chiquita. Ah ja, richtig. Genächtig. Moment, sie haben einen Dorfelefanten. Schön. Sie wollen Revachol in ein Armenviertel der dritten Welt verwandeln. Ist Revachol nicht bereits ein Armenviertel in der dritten Welt? Mal davon abgesehen, dass sich die Frage stellt, wie genau berechnen die hier eigentlich dritte, erste und zweite Welt? Weil ursprünglich kamen die Begrifflichkeiten ja aus dem Kalten Krieg. Die erste Welt ist halt der Westen und die zweite Welt ist halt der Warschauer Pakt. Und dann ist logischerweise die dritte Welt alles, was nicht in den beiden ist. Das impliziert zwar immer, dass die arm sind, aber technisch gesehen ist China zum Beispiel auch dritte Welt. Deswegen die übrigens auch lange oder immer noch total wenig Porto bezahlt haben. Ich habe mal eine Postkarte aus Brasilien geschickt und das hat, glaube ich, weniger gekostet als hier, weil es hat umgerechnet, glaube ich, 70 Cent gekostet, eine Postkarte aus Brasilien nach Deutschland zu schicken. So billig sind Postkarten. Ja, sie haben einen Dorfelefanten. No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the mercs and their brutality are very real. Naja, also, er denkt vielleicht, er tut jetzt so, als wäre ich dumm, aber ich will ihn nur aus dem Konzept bringen. Reden Sie weiter. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Hey, das kenne ich irgendwoher. Also er meint, er hat die Brutalität nicht selber gesehen, weil er verlässt seinen Container nicht. Weil wenn er irgendwo hin muss, dann wird sein Container versetzt. Moment mal, der Container wird versetzt? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. Ich werde das mal probieren. Das ist den Container. Vor allem, er wohnt ja nicht in einem Container, er wohnt ja, soweit wir das sehen können, so in 7 oder 8 Containern, oder? Weil die hängen ja alle beieinander und da fehlt nur die Decke und. Obwohl, wahrscheinlich fehlt die. Oh doch, die Decke muss ja fehlen, sonst könnten die Tücher da nicht liegen. Naja, ja. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Sein Gesichtsausdruck wird ernst. Also er meint, es gibt noch 2 andere von den Typen mit der lustigen Rüstung. Ich meine, es ist nicht ganz abzusprechen, dass die Typen schon erstaunlich gut bewaffnet waren, ne? Oder zumindest was so Schutzausrüstung geht. In Deutschland quasi das gleiche wie bewaffnet zu sein. Ja. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Er hat gesoffen, war gewalttätig und zudringlich. Selbst die Unterhändler konnte ihn nicht in Kontrolle bringen. Ja, einer verrat sich selbst noch gefällt. Ja, aber er wurde erschossen in den Kopf und das wurde versucht zu verstecken. Die Geschichte passt nicht so ganz, mein Freund. By negotiator, you mean Joyce? Oh, das klingelt schon wieder. Naja gut, also der meint Joyce. Okay, Harry, what you need to realize is, we dockworkers are not pushovers. Naja, er ignoriert den Lieutenant. Wir Hafenarbeiter lassen uns nicht alles gefallen. Ja, irgendwie, was ist das eigentlich für ein Schreibtisch, dass der so rum, also dass hier so eine Ablage davor ist? We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Aha, wenn wir zu hart geschubst werden, dann rollen Köpfe. Aber schön, dass er auch die ganze Zeit immer wir sagt, ne? Moment, das ganze Viertel steckt unter einer Decke. Potentially, Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, all ready to spring into action for their home base. Ah ja, potenziell sind natürlich alle sofort dabei. Er hat der Champions am Armdrücken, Leute aus dem Ruderclub, ehemalige Bergarbeiter. Die springen sofort in die Bresche. Und wer genau hat hier das Rollen gemacht? There's a militant wing inside the union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. Naja, sie haben eine Friedenssicherungstruppe in der Gewerkschaft. That sounds a bit like organized crime. Das klingt ein bisschen wie organisiertes Verbrechen, wenn man einen militarisierten Flügel hat. Naja, also das ist nur aber, ne? They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow.
Jetzt zieht er ja noch das Gleichnis zu uns, dass das ja so sind wie wir. Und das ist halt Idealisten, die wollen, dass das Richtige passiert und dass dann eine Bestrafung rauspacken, wenn es sein muss. Again, that sounds like organized crime. In der Tat. So these idealists killed our victim? Die Idealisten. One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Also Titus Hardy kam bei ihm an, meinte, sozialdemokratische Leidenschaft hat uns dazu gebracht, diese Bestie zu töten. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Ah ja, er hat vielleicht doch eine leicht andere Formulierung verwendet. Der hat ihnen 2 Wochen Geld gegeben und gesagt, er soll sich mal ein bisschen zurückhalten. Dafür, dass er im einzigen Ort, wo man überhaupt was trinken kann, hier in der Gegend rumhängen. Aren't you worried we might arrest them for this? Ja, macht sich wahrscheinlich keine Sorgen, dass wir ihn dafür festnehmen. Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Naja, das ist nicht die Art von Männern, die verhaftet werden, sagt er. Ja, schön. If he's just boasting, then it sure doesn't feel like that to you. He's not worried. Naja, die Empathie meint, dass das passt schon alles. Er macht sich wirklich keine He Sorgen. places a lot of faith in that lawyer girl. Perhaps this is a tactical error. Anyway. Na, die Logik meint es, die Anwältin. Das ist der Schwachpunkt. Schön. Sie haben eine Anwältin erwähnt. Ja, aber die haben wir ja bereits nachrecherchiert. Ich mach mal das da. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Aha. Also er hat nochmal das betont, was wir schon wussten. Er hat ihren Juraabschluss finanziert. Und er dachte, sie kommt als Peak-Fan-Lee zurück. Aber nein, sie ist als sozialistische Unruhestifterin zurückgekommen, als Aktivistin quasi. Ich weiß ja nicht so ganz. Woher wissen Sie, dass die Söldner von der Spedition angeheuert wurden? Ja, der kommt wieder. Ich mache das einfach von unten nach oben. Ich habe eine Kugel gefunden. Das beunruhigt immer alle. So they shot him. Er klingt positiv überrascht. He was shot in the head before he was hanged. Ja, was ein bisschen verdächtig ist. How odd. I don't know what to say, Lieutenant. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. Ja, warte mal. Er sagt erstmal, ihm wurde erzählt, sie haben ihn gehangen und ein gehangener Mann ist alles, was sie gesehen haben. Aber jetzt hat er gesagt, nee, ein Gehängten ist das, was er gesehen hat, als er in den Hof geguckt hat. Wie genau hat er in den Hof geguckt? It's impossible to say if he's telling the truth, sire. Das ist unmöglich zu sagen. Ja, danke, liebe Schauspielkunst. What I do know is, the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my 2 little policemen. Godspeed, policeman. Ich meine, wir wissen doch schon, wer der Täter war. Ich meine, what's the point? Ja, woher wissen wir, dass die Söldner von der Expedition waren? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Naja, also er weiß es, weil sie es sind. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. Aber das mit den Arbeitsschuhen, das hatte Joyce, glaube ich, auch erwähnt, oder? Also letztes Jahr haben welche Leute gestreikt, weil sie Arbeitsschuhe tragen wollten. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company, after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. Der ist nicht überrascht, eine Armee von Streikbrechern zu sehen. Das Ding ist, dass die Streikbrecher und die Söldner irgendwie scheinbar nicht die gleiche Fraktion zu sein scheinen. Zumindest glaube ich, das aus irgendwelchen Gründen. Ich habe schon vergessen, warum. So you believe the scabs were organized by the security contractor? Ja. You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Tja, einer dieser Typen ist so ein Mordskal, der seinen sprichwörtlichen Elefanten aufnehmen könnte. Ja, die tauchen tatsächlich nicht von alleine auf. Der Name des Unternehmens ist dieses Malkrenel, möglicherweise Mint hieß. Woher weiß ich das denn eigentlich? Of course. You're always one step ahead of me, Harry. I'm no genius. I'm in this position because people like me. Ah ja, erst in der Position, weil die Leute ihn mögen. Natürlich. Ja, Titus Hardy und seine Crew. Oh, they are simply fine young men. All 7 of them.
Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Ja, sie sind, alle 7 von ihnen sind sympathische junge Männer, die sozialdemokratische Bewegung unterstützen. Ja, ja. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Theo hat die mal angeführt, vor allem alle jungen Männer, weil der ein Typ nicht ziemlich alt. Also Theo hat die mal angeführt und dann hat Titus das Kommando übernommen. Interesting. Who's second in command? Stellvertreter? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Das ist nicht direkt die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben. Also das sind fast alle tolle Typen. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Mhm. Ich soll nur mit ihm reden und mit ihm kooperieren, dann klappt das schon. Evrart, ich bin diesen Hardy Boys über den Weg gelaufen. Könntest du mir bitten, mit ihnen zu kooperieren? But of course. It's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. Naja, er fragt sie gleich nochmal. Ich frage mich ja, wie das You endet. can now go and tell Titus about this. See what he has to say. Ja, danke, liebe Autorität. Also, Harry, here's 5 Real. Warum gibt er mir die? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 Real. Er kann aber halten. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was there anything else? Nee, das war alles. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. Oh, jetzt versucht er hier noch zu fischen, nach welchen Informationen er wirklich. Jetzt versucht er uns hier noch ins Gespräch zu locken. Und er glaubt nicht, dass es eine gute Unterhaltung war. Das ist ja manipulative Bastard. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yeah. Oh, er glaubt nicht, dass er mir ganz vertrauen kann. Oh, noch nicht. Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Oh, er würde mir ja so gerne vertrauen, aber er kann einfach nicht. A man of the left. So you have to be a social democrat. Ich muss linker werden. He's Ja. been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Das ist die Sympathie, dass er von Nicht-Sozialdemokraten zu sehr verletzt wurde. Ich bin kein Linker, ich bin Refaschona Patriot. Es ist richtig, dass sie mir nicht vertrauen. Mir geht es um meine Interessen. Ich bin Geschäftsmacher, ich klotze ran. Ich bin Finanzoptimierer. Was soll das heißen? Ich bin noch mehr Linker als Sie. Das ist wieder so ein korruptes Form, oder? Ich bin aber links noch rechts. Ich folge meinem Herzen. Ja, komm, mach mal das hier. You're saying it, but I don't believe you. You know how it is, company snitches, agent provocateurs everywhere. I'm barricaded in this fortress of mine, and I need to get a message out. Will you help me? Oh ja, er steckt in seiner armen Festung, muss unbedingt eine Nachricht in die Welt rausschicken. Und jetzt, ich brauche meine Hilfe And what dafür. would this entail? Was auch immer ich wieder rausschicken soll. Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Ich soll 2 Unterschriften auf dieses Stück Papier machen und dann zu einem... Er hat übrigens einen Buchhalter in La Delta, also den großen Finanzhub. Und das soll ich da hinschicken. Ja, das klingt ja schon wieder so, als würde er was umgehen wollen. Ich glaube, davon können wir mal gut Joyce erzählen, oder? Das ist ich weiß nicht, Evrart ist mir halt unendlich unsympathisch. Da ist mir selbst Joyce lieber, die halt in ihrer gewissen Art und Weise irgendwie ehrlicher ist. Naja, Judy, belassen wir es erstmal dabei.